Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Roland MC707 Groovebox Tutorial. Als erstes möchte ich mich ganz herzlich bei Alexander B. für das gespendete Geld bedanken. Herzlichen Dank für die nette Geste, das ist sehr großzügig von dir. Im heutigen Video zeige ich euch, wie man mit der MC707 externe Klangerzeuger per MIDI triggert. Also wie man Note-On-Befehle bzw. den Sequencer an zum Beispiel einen Synthesizer bzw. Drumcomputer sendet. Des Weiteren erkläre ich auch, wie man die MIDI-Clock sendet, um andere Geräte zu synchronisieren. Und los geht's! Zu Gast in der heutigen Episode haben wir den Behringer Neutron. Er ist mit dem MIDI-Out 1 und dem External In mit der Groovebox verbunden. Als erstes solltet ihr am Empfangsgerät den MIDI-Kanal definieren. Ich habe den Neutron auf MIDI-Kanal 5 eingestellt. Da es sich hier um einen Synthesizer handelt, benutzen wir hier einen Tontrack, um das Keyboard nutzen zu können. Man könnte aber auch dafür einen Drumtrack nutzen, allerdings können wir dann keine Akkorde spielen und auch nicht die Länge der Noten einstellen. Aber zum Experimentieren könnte man das durchaus machen oder wenn man mit dem Synthesizer zum Beispiel Drum-Sounds erzeugt. Mit Shift und dem Select-Taster gehen wir in die Track-Settings. Im Tab General stellen wir bei Audio Insert auf External In, um uns das Audiosignal des Neutron einzuschleifen. Weiter geht es im Tab MIDI. Dort muss der Menüpunkt TX MIDI Out 1 eingeschalten werden, da wir den Neutron ja mit MIDI Out 1 verbunden haben. TX steht für Transmit und bedeutet übertragen bzw. senden. Es gibt auch RX, das steht für Receive und bedeutet empfangen. Als nächstes haben wir TX MIDI Note. Dieser Menüpunkt muss ebenfalls auf On geschalten sein. Die restlichen Menüpunkte erkläre ich dann in einem anderen Tutorial. Als nächstes müssen wir ins Utility-Menü. Menüpunkt Set, zweiter Reiter MIDI. Der erste Punkt ist MIDI Sync. Hier kann die Synchronisationsquelle definiert werden. Bei der Automatikeinstellung schaltet die MC707 automatisch zwischen MIDI Sync, Empfangen und Senden um. Das heißt, wenn am MIDI In oder am USB ein Clock-Signal ankommt, schaltet sie automatisch von Senden auf Empfangen um. Dann haben wir intern. In diesem Modus wird die bei Tempo eingestellte Clock verwendet und bei den beiden MIDI-Outs und dem MIDI-USB ausgegeben. Als nächstes haben wir MIDI. Da bezieht die Groovebox ihr Timing von einer externen Quelle, die an die MIDI-In-Buchse angeschlossen ist. Und bei USB sendet und empfängt sie die MIDI-Clock über den USB-Anschluss von zum Beispiel einem Software-Sequencer. In allen Modis werden neben dem Clock-Signal auch Start- und Stopp-Befehle mitgesendet. Darunter haben wir Sync Out 1, 2 und USB. Hier kann festgelegt werden, an welchen Anschlüssen man die Clock senden will oder nicht. Mit Receive Start Stop kann man das Empfangen des Start-Stop-Befehls unterbinden. Das Clock-Signal wird aber dennoch empfangen. Weiter geht es mit den Track-Channels 1 bis 8. Hier können wir unseren 8 Tracks MIDI-Kanäle zuweisen. In unserem Fall wollen wir den Sequencer von Track 2 nutzen, um ihn an MIDI-Kanal 5 zu senden, da ich ja den Neutron so eingestellt habe, dass er an MIDI-Kanal 5 MIDI-Befehle empfängt. Das bedeutet, wir müssen Track Channel 2 auf MIDI-Kanal 5 umstellen. Wie man sieht, erscheint jetzt ein Sternchen, das uns darauf hinweist, dass MIDI-Kanal 5 mehrfach belegt ist. Das macht grundsätzlich nichts, allerdings würde er jetzt auch Sequencer-Daten von Kanal 5 empfangen. Das wollen wir nicht. Also weisen wir Track 5 einen noch nicht belegten MIDI-Kanal zu. Ich finde, dass Roland hier seine Hausaufgaben gemacht hat, denn wir bekommen angezeigt, dass auch Kanal 9 schon einer Funktion zugewiesen ist, und zwar dem Control Channel, der sich hier unten befindet. Also nehmen wir einfach Kanal 10. Okay, dann spielen wir mal was ein. Okay, hat funktioniert. Okay, liebe Leute, das soll es gewesen sein für heute. Für diejenigen, die mich persönlich und den Kanal unterstützen wollen, habe ich einen PayPal-Spenden-Button sowie Amazon-Affiliate-Links in die Videobeschreibung hinzugefügt. Herzlichen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. See you!